Darauf hat die Alt-Lkw-Szene an Rhein und Ruhr lange gewartet. Saisonstart am Nutzfahrzeuge-Veteranencenter NVC in Oberhausen. Knapp 40 Lkw-Oldies und ihre Besitzer sind gekommen, um die klassischen Lastwagen endlich mal wieder zu bewegen. Die meisten haben ihre Lkw schon vor Jahren bei den Hoffmanns gekauft und genießen diesmal eine Ausfahrt ins Münsterland. Wer dabei welchen Lkw fährt, spielt überhaupt keine Rolle. Ausfahrten dieser Art haben nichts mit PS-Protzerei zu tun, sondern dienen eher der Fachsimpelei. Überhaupt lässt sich die Szene der Alt-Lkw-Enthusiasten nicht mit der Oldtimer-Szene bei Pkw vergleichen. Eine gewisse Hemdsärmeligkeit ist hier das charakteristische Merkmal für das Gemeinschaftsgefühl. Bei LKWs ist es so, die Leute sind handfester, die sind aufgeschlossener, die sind freundlicher. Im Pkw-Bereich sind viele verschlossener, sie sind stolz darauf, klar, dass sie ihr Auto so restauriert haben, dass sie das geschafft haben mit Ersatzteilbesorgung und so weiter, das hingekriegt haben, dass ihr Auto wieder läuft. Aber im Lkw-Bereich ist man, denke ich mal, aufgeschlossener. Aufgrund dessen ist die Szene irgendwie zugänglicher. Wir sind einfach Arbeiter, Leute, die damit mal Luft haben, die sich damit so identifizieren noch. Man sieht uns von weiter schon kommen, man sieht schon, oh, da kommt jetzt was Großes. Ist wie bei den heutigen LKWs, aber die unterscheiden sich schon ganz deutlich. Die sind einfach kantiger, eckiger, lauter. Die Leute gucken. Ne? Und viele Leute, die sind schon mal so einen schnellen Schritt an der Straße und gucken dann auch hinterher. Eine besondere Kunst ist es allerdings, für die etwa 40 Lkw geeignete Parkplätze zu finden, wo sowohl die kleinen wie auch die großen mit ihren Anhängern und Aufliegern problemlos eine Pause machen können. Das Wetter spielt an diesem Tag mit und so sind auf den engen Landstraßen neben Radfahrern vor allem mächtige Traktorgespanne unterwegs. Es sieht leicht chaotisch aus und Helmut Hoffmann persönlich regelt den Verkehr. Mit Begegnungen dieser Art dürften die meisten wohl kaum gerechnet haben. Wenn man dann hier an so einer Gaststätte einparken muss und an so einer relativ kleinen Straße die Landwirtschaft hier ihren Dienst soweit verrichtet, sage ich mal, und die großen Schlepper kommen mit den großen Anhängern, wird es natürlich so ein bisschen eng. Und wenn man dann hier an dem Raum ist, wo man einzeln einparken muss, nimmt so ein bisschen Zeit an so einen Anspruch. Die Jungs wollen ihre Felder so weit bewirtschaften, sind die vielleicht nicht so ganz glücklich, wenn man denen so im Weg steht. Aber andersrum auch, ich denke mal, wenn sie dann eben halt so zum Stehen kommen und dann aber abgelenkt werden oder das versüßt kriegen durch die alten Autos, die mit Sicherheit ja auch gefallen, sehen sie auch nicht so jeden Tag. Helmut Hoffmann ist mit seinen 77 Jahren längst eine Art Szene-Ikone. Lebende Legende trifft es vermutlich besser. Und auch wir von Eurotransport TV sind ständig dabei, wenn dieses unermüdliche Original mal wieder einem Nutzfahrzeuge-Oldie neues Leben einhaucht. Unglaublich, auf welches Lebenswerk Helmut inzwischen zurückblicken kann und wie viele Lastwagen er tatsächlich schon vor dem Schrott bewahrt hat. Aber auch bei den Hoffmanns gilt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es geht um Sohn Sascha, der als Kfz-Meister mit seinem Faible für Mercedes-Benz Rundhauber und für die Nachfolgegeneration NG und SK inzwischen ebenfalls längst anerkannter Lkw-Experte ist. Aber wohin geht der Trend überhaupt? Die Fahrzeuge der 80er und 90er Jahre sind mittlerweile sehr gefragt und da geht halt auch der Trend hin. Das wäre jetzt bei der Baureihe MAN zum Beispiel der F90, der F2000, die F8-Baureihe, da fängt es halt in den 80er Jahren schon mit an. Bei Mercedes ist es der NG, der SK, die halt sehr gefragt sind. Vom SK gibt es halt die erste Serie, die zweite Serie, genauso wie auch vom NG. Da gab es ja auch halt Serie 1, 2 und 3. Und die Fahrzeuge sind jetzt halt sehr gefragt, weil die meisten Leute, die sich diese Fahrzeuge anschaffen, kennen die einfach halt noch aus Kindheitserinnerungen her. Und mittlerweile haben die Leute auch eine eigene Firma oder haben die Firma von den Eltern übernommen und haben dann auch irgendwann den Wunsch, so ein Fahrzeug zu haben, was sie noch von Kindheitserinnerungen her kennen, ne? Das NVC in Oberhausen gehört zu den europaweit führenden Adressen, wenn es um Ersatzteile für historische Lkw geht. Egal welches Baujahr, egal welcher Hersteller und egal was gesucht wird. Tatsächlich haben die Hoffmanns in den letzten Jahrzehnten alles zur Seite gelegt, was für die Freunde von Lkw-Klassikern eines Tages wichtig sein könnte. Das bedeutet nicht nur einen gewaltigen Vorrat an Ersatzteilen, sondern auch zu wissen, wie und wo man an diese
diese Teile gelangt und natürlich auch, wo sie auf dem eigenen Gelände gerade liegen. Wir haben jetzt nicht alles bis ins kleinste Detail katalogisiert oder auch halt im PC hinterlegt, aber wir haben uns schon so Lagerorte geschaffen, dass wir, sagen wir mal, einen Raum nur mit Motorenteilen haben, einen nur mit Bremsventilen, einen nur mit Druckluftteilen. Den nächsten Raum haben wir dann halt nur mit Zierleisten oder mit Tachographen. Und so kann man dann halbwegs den Überblick, sagen wir mal, behalten. Aber aufgrund der Menge, die wir an Ersatzteilen haben, kommt es halt dann auch vor, dass wir relativ schnell die Teile finden, weil wir alles wirklich teilweise doppelt und dreifach haben. Der jährliche Teilemarkt des NVC zieht dann auch regelmäßig Besucher aus ganz Deutschland, den Niederlanden und Belgien an. Hier bieten nicht nur die Hoffmanns selbst Ersatzteile an, sondern auch Gleichgesinnte mit einem Faible für historische Nutzfahrzeuge, die alles weggelegt haben. Jetzt wollen sie es loswerden. Und was es da alles gibt. Alte Prospekte und Zeitschriften, Scheinwerfer und andere Beleuchtungseinrichtungen, Sitze und Türen, aber auch allerhand Kurioses, über das man heute nur noch staunen kann. Das alles ist Lkw-Geschichte. Aber was sind das für Menschen, die deshalb eigens nach Oberhausen kommen? Das sind alles Sammler, die im Nutzfahrzeugbereich LKWs restaurieren. Die suchen dann Teile für die Fahrzeuge, die kommen dann hierher, um das ein oder andere Teil zu finden, weil das auf dem normalen Markt nicht mehr zu kriegen ist, auch nicht nachgefertigt wird. Und hier hat man schon das Glück, das ein oder andere Teil zu finden, was man schon lange sucht. Es sind aber auch doch teilweise unsere Kunden dabei, die sich einfach nur für ein Modellauto von ihrem Originalfahrzeug interessieren oder für auch passende Prospekte. Es werden Originalwerksfotos angeboten. Also alles rund um den LKW ist bei uns am Teilemarkt dann halt zu bekommen und auch vertreten. Und der ein oder andere hat immer noch irgendwelche Dinge im Keller, die er loswerden will, sucht aber wiederum andere Dinge und so passt das dann für alle. Gemeinsame Ausfahrten und ein wirklich enger Kontakt in die Alt-Lkw-Szene, das sind die Erfolgsrezepte des Nutzfahrzeuge-Veteranencenters. Aber auch die jährlichen Kippertreffen des NVC sind legendär und für Insider ein echter Geheimtipp. Am Start hier wunderschöne Kipperlegenden, deren Eigentümer viel Spaß an historischen Lkw und deren Funktionsweise haben. Selbstverständlich geht auch hier Helmut Hoffmann selbst an den Start, wobei ihm die Freude an diesen Sandkastenspielen für Erwachsene ins Gesicht geschrieben steht. Es macht ja auch Spaß, so einen LKW mal zu bewegen. Nicht nur auf den Straßen ohne Gewichte. Wenn man ein Gewicht auf dem Auto hat, das bewegt sich ganz anders. Man fährt durch Löcher durch, dann schwankt das Auto. Macht alles Spaß. Das sind alles so Besonderheiten, die hat man auf der Straße nicht. Und wenn man zu normalen Treffen fährt, auch nicht. Die hat man nur hier in solchen Geländen. Egal ob Ausfahrten, Kippertreffen oder Teilemarkt, das Leben mit klassischen Nutzfahrzeugen hat viele Gesichter, erst recht bei den Hoffmanns. Und es sind viele interessante Menschen, die sich für dieses Hobby begeistern.